Der holländische Schäferhund hat eine jahrhundertealte Geschichte und stammt ursprünglich aus dem Herzogtum Brabant, einer Region, die sich heute über die südlichen Niederlande und das nördliche Belgien erstreckt. Mit seinem Bruder, dem belgischen Schäferhund, teilt er eine gemeinsame Vergangenheit. Geschichte und Herkunft des holländischen Schäferhundes. Bereits im frühen 18. Jahrhundert halfen die Hunde den Bauern beim Hüten und Treiben des Viehs und sorgten für ein sicheres Geleit der Tiere zu den umliegenden Märkten und Häfen. Ganz besonders schätzte man die Vielseitigkeit der Hunde, die neben dem Hüten der Schafe auch die Kühe zum Melken in den Stall begleiteten und die landwirtschaftlichen Anwesen als zuverlässige Wachhunde beschützten. Als Belgien und die Niederlande 1830 in zwei separate Staaten aufgeteilt wurden, schuf man auch aus der zuvor einheitlichen Rasse zwei neue Hunderassen, zum einen den belgischen Schäferhund und zum anderen den heutigen holländischen Schäferhund, auch Hollandse Herdershond genannt. Charakter und Verwendung der getrennten Rassen blieben jedoch nahezu unverändert. Während man in Belgien frühzeitig mit der Reinzucht des belgischen Schäferhundes begann, interessierte man sich in den Niederlanden zunächst kaum für eine Weiterentwicklung der Rasse. Hier stand alleine die Gebrauchstauglichkeit der Hunde im Vordergrund und erst 1898 gründete man den Nederlandse Herdeshonden Club. Da Anzahl und Größe der Schafherden in den folgenden Jahren immer weiter abnahmen, verlor auch der holländische Schäferhund einen Teil seiner Aufgaben. Man verfeinerte den Rassestandard weiter und setzte den Herdershond verstärkt als zuverlässigen Polizei- und Blindenführhund ein. Die weitere Zucht war von etlichen Kontroversen gekennzeichnet. Bemühungen, sowohl holländische als auch belgische Schäferhunde in einer Rasse namens Brabanter Schäferhunde zusammenzufassen, scheiterten an der Ablehnung Belgiens, da in Belgien die Zucht des belgischen Schäferhundes bereits sehr erfolgreich war. Erst im Jahr 1960, als ein neu angepasster Rassestandard ein gestromtes Fell forderte, um die Hunde so stärker von ihren belgischen Brüdern abzugrenzen, erkannte die FCI den Hollandse Herdeshond als eigenständige Rasse an. Aussehen des holländischen Schäferhundes. Holländische Schäferhunde beeindrucken mit einem harmonischen und athletischen, aber dennoch anmutigen Körperbau. Die Schulterhöhe beträgt bei Rüden gemäß Rassestandard durchschnittlich 57 bis 62 cm, während Hündinnen etwa 55 bis 60 cm groß werden sollten. Das Gewicht ist nicht von der FCI festgelegt und variiert je nach Geschlecht. Rüden wiegen etwa 27 bis 32 Kilogramm, während Hündinnen ca. 20 bis 25 Kilogramm auf die Waage bringen. Die Hunde bestechen durch ihre große Eleganz und Wendigkeit in ihren Bewegungen. Den keilförmigen Kopf des Herderhonds ziert ein deutlicher Stopp mit einer markant ausgeprägten Stirnfurche. Eine schwarze Maske wird bevorzugt. Die Rasse existiert als kurzhaarige, rauhaarige und langhaarige Variante. Alle Varianten haben das charakteristische gestromte Fell, das von einem gold- oder silberfarbenen Grundton verschiedene Schattierungen von hellem Gelb bis hin zu dunklem Kastanienrot aufweisen kann. Rauhaarige Hunde können zusätzlich ein blau-graues oder pfeffersalzfarbenes Haarkleid besitzen. Wesen, Charakter und Erziehung des holländischen Schäferhundes. Die agilen Kraftpakete sind für ihre Intelligenz, ihren Schutzinstinkt und ihre hohe Lernbereitschaft bekannt. Sie haben ein aktives und arbeitsfreudiges Wesen. Holländische Schäferhunde möchten gerne mit interessanten und herausfordernden Aufgaben beschäftigt werden. Ihr cleverer Charakter und der hohe Arbeitswille machen sie zu idealen Arbeitshunden in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel dem Schutzdienst oder auf Rettungseinsätzen. Allerdings fordert auch die Erziehung der Hunde ihren Besitzern einiges ab. Viel Konsequenz sowie Geduld vom Welpenalter an sind unabdingbar, denn der temperamentvolle Hund braucht eine klare und strukturierte Führung mit eindeutig definierten Regeln und Grenzen. Dabei zeigt er sich durchaus eigenwillig und wird ohne die richtige Motivation nicht unbedingt jedes Kommando blind befolgen, denn aufgrund seiner Geschichte ist der holländische Schäferhund ein sehr eigenständig handelnder Vierbeiner. Bei mangelnder Führung neigt er dazu, selbst das Ruder in die Pfoten zu nehmen, was im Zusammenleben mit dem familiären Rudel dann zu Problemen führt.
Bei einer klaren Rangordnung und ausreichender Beschäftigung ist der holländische Schäferhund aber ein ausgezeichneter Familienhund, denn er versteht sich gut mit Kindern. Gegenüber Fremden und Artgenossen wird stets sein ausgeprägter Territorialinstinkt eine große Rolle spielen und somit ist der besonders wachsame Hund immer bestrebt, sein Zuhause und seine Familie bestens und mit Hingabe zu schützen. Kurzhaarigen Vertretern spricht man im Allgemeinen mehr Temperament zu, während langhaarige und rauhaarige Rasseexemplare als verträglicher gelten und eine höhere Reizschwelle besitzen. Auslauf, Pflege und Haltung des holländischen Schäferhundes. Tägliche Spaziergänge und Spielzeiten im Freien sind das Mindeste, um den agilen Hund körperlich und geistig auszulassen. Besser noch ist es, den holländischen Schäferhund beim Joggen oder Radfahren mitzunehmen, denn nur so kann sich das Energiebündel so richtig auspowern. Auch mentale Anregungen dürfen nicht fehlen. Hier werden Fährtenarbeit oder Mantrailing seinem Arbeitseifer besonders gut gerecht. Da holländische Schäferhunde sich nicht nur kraftvoll, sondern auch sehr geschickt bewegen, kommt ihnen auch ein Hundesport wie Agility besonders entgegen. Da die Hunde verantwortungsvolle Aufgaben lieben, eignen sie sich ganz besonders zur Ausbildung zu Rettungs-, Therapie- oder Blindenhunden. Der holländische Schäferhund hat in der Regel einen ausgeprägten Jagdtrieb. Eine angemessene Sozialisation und Trainingseinheiten können aber helfen, den Jagdtrieb zu kontrollieren und zu lenken. Will man nicht, dass er unbeaufsichtigt jagen geht, sollte man ihn besser nur in einer sicheren Umgebung von alleine lassen und ein Hundehalsband mit GPS-Tracker verwenden, um ihn wiederzufinden, falls er doch mal ausbüchst. Holländische Schäferhunde haben ein pflegeleichtes Fell, nur während des halbjährigen Fellwechsels sollte man intensiver bürsten, um abgestorbene Haare zu entfernen. Typische Rassekrankheiten des holländischen Schäferhundes. Allgemein gilt die Rasse als recht gesund. Allerdings können, wie bei vielen großen Hunden, Hüft- und Ellbogengelenksdysplasien auftreten. Durch entsprechende Vorsorgeuntersuchungen in Form von Röntgen bei den Elterntieren kann diese Erkrankung aber weitestgehend ausgeschlossen werden. Typisch für die Rasse ist auch das gelegentliche Auftreten der degenerativen Myelopathie. Die Krankheit führt zu einem allmählich unkoordinierten Bewegungsablauf der Hinterläufe und gestörten Reflexen. Die Erkrankung ist zwar nicht schmerzhaft, allerdings sind die Heilungschancen derzeit auch nur wenig erfolgversprechend. Einige holländische Schäferhunde können an Epilepsie erkranken. Am besten befragen Sie den Züchter Ihres Vertrauens zu diesen Krankheiten.